Du lernst, wie du das Potenzial, den Aufwand und die Erfolgswahrscheinlichkeit von SEO und Content-Investitionen an Entscheider kommunizierst. Viel Spaß! In der letzten Folge haben wir uns angesehen, wie wir Wert systematisch kommunizieren können. In dieser Folge sehen wir uns jetzt wirklich die einzelnen Komponenten davon an. Eine der wichtigsten Entscheidungskriterien für Entscheider ist natürlich das Potenzial einer Investition. Das heißt, wie groß ist das unternehmensrelevante Potenzial in unserem Fall für SEO und Content Marketing? Was lässt sich dadurch erreichen? Und hierbei ist es ganz entscheidend, dass wir die Sprache der Entscheider sprechen und nicht unsere Branchen- oder Themensprache, sondern das, was sie verstehen. Und dafür gibt es 3 aus meiner Sicht unglaublich praktische Metriken, die auch Außenstehende außerhalb von SEO, außerhalb von Content Marketing gut nachvollziehen können. Das oberste ist mal der gesamte verfügbare Suchmarkt. Das ist die Anzahl an Usern, die nach deinem definierten Keyword-Set suchen. Es gibt einen guten Überblick, wie groß das Ganze überhaupt ist. Und geht es jetzt darum, oh mein Gott, das ist jetzt genau so? Nein, es geht darum, dass die eine gute Einschätzung haben, okay, wie groß ist das Ganze, kann sich das irgendwie rechnen. Und dann gehen wir einen Schritt tiefer, weil was verfügbar ist, ist natürlich cool, aber es wird nicht alles für uns erreichbar sein. Und der gesamte erreichbare Suchmarkt ist die Anzahl an Usern, die du erreichen kannst. Auch auf Platz 1 erreichst du natürlich nicht alle, weil du hast ja auch auf Platz 1 nicht eine Klickrate von 100%. Und wie schätzen wir das ein? Indem wir einfach schauen, ist das in unserem Domain-Rating-Rahmen? Haben wir genug Autorität, um hier zu ranken, um hier mitspielen zu können? Und dann die letzte Metrik, die Geschäftsführer bzw. Leute, die einfach an Umsatz interessiert sind, am meisten oder am spannendsten finden, ist natürlich der kommerzielle, erreichbare Suchmarkt. Das ist die Anzahl an direkten Käufern, also unten im Funnel, die du erreichen kannst. Und das ist die Summe des Traffic-Potenzials deines kommerziellen Keyword-Sets innerhalb deines Domain-Rating-Rahmens. Und du denkst dir jetzt, okay, das ist ganz cool, diese 3 Dinge. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie würde ich das an einen Vorstand, an einen Geschäftsführer, an einen CMO, an einen Marketingleiter kommunizieren? Man würde das natürlich grafisch folgendermaßen aufbereiten, einfach, dass das total nachvollziehbar wird. Okay, das ist das Gesamte, was mal verfügbar ist in unserem Markt und um unseren Markt, und das ist aktuell basierend auf unserer Autorität für uns erreichbar, und von dem Erreichbaren ist das der kommerzielle Anteil. Und natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel in digitale PR oder in Linkaufbau investieren und unsere Autorität erhöhen, dann wird natürlich unser erreichbarer Suchmarkt größer. Und eben, was meine ich mit hier liegt die Realität? Hier liegt die Realität von, was wirklich wertvoll ist für ein Unternehmen, weil es ist oft so, ganz klar, kommerzielle Keywords sind natürlich immer wertvoll für ein Unternehmen. Wenn wir aber dann immer informativer werden und weitergehen, weggehen vom Produkt, desto weniger wertvoll wird das Ganze. Das heißt, wir verfolgen ja bei uns einen sehr produktgetriebenen Ansatz, also Product-led SEO. Das heißt, ich empfehle immer lieber auch den gesamten verfügbaren Suchmarkt kleiner zu machen und realistischer und produktgetriebener, damit man nicht Traffic generiert um des Traffics willen, weil am Ende des Tages Entscheider interessieren sich nicht für Sichtbarkeitsindizes, für Traffic, die interessieren sich von, was davon ist lukrativ und wie können wir Umsatz und Profite generieren. So, dann, was Entscheider auch lieben und was einfach auch einen tolleren Business-Kontext setzt für unser Thema, ist Share of Voice. Ich liebe Share of Voice. Wenn du ein sauber definiertes Keyword-Set hast, eben was sich wirklich an den Kontext Produkt hält, dann ist ein Share of Voice ein Anteil von dem, eine tolle Abbildung, um Entwicklungen zu zeigen. Also okay, deine Konkurrenten aktuell haben diesen Marktanteil und dann 12 Monate später hat sich das so verschoben, wir konnten so und so viele Marktanteile gewinnen. Das ist wieder was das eine ist Potenzial aufzeigen, ist vielleicht der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann sowas, um zu zeigen, okay, schau, im Vergleich zu den Konkurrenten, wir wachsen, wir erweitern unseren Marktanteil online zu unserem Thema. So, zur Erinnerung vielleicht, wenn wir eine Keyword-Recherche machen
Und das geht bei ganz vielen Keyword, die meisten Keyword-Recherchen sind nur Keyword-Listen, was schon an sich ultra traurig ist. Eine gute Keyword-Recherche ist nicht nur eine Keyword-Liste, sondern eine Keyword-Liste, die dann wirklich auf Seiten gemappt wird, mit dem wir dann tatsächlich diese Nachfrage einfangen. Und das Endergebnis einer Keyword-Recherche, einer guten, hochwertigen, professionellen Keyword-Recherche ist eben eine Keyword-Map mit Seiten, Suchvolumen, geschätzter potenzieller Traffic-Value pro Seite und eben eine Übersicht, wo diese Sachen, was wir jetzt uns angeschaut haben, drin sind, diese 3 Metriken, nämlich gesamter verfügbarer Suchmarkt, gesamter erreichbarer Suchmarkt und was davon ist kommerziell. Und damit muss man diese Details jetzt an Entscheiderebene zeigen. Nein, aber man kann ja Auswertungen basierend auf so einer Keyword-Recherche machen und das dann in McKinsey-Style-Grafiken fantastisch aufbereiten und es ist sehr viel leichter so Entscheider und so weiter abzuholen. Okay. Wichtig, was wir in der letzten Folge auch schon angeschnitten haben, ist es, wenn wir SEO und Content-Investitionen pitchen wollen, wollen wir diese immer von einem Unternehmensziel oder einer strategischen Priorität ableiten. So verankern wir uns nämlich in dem Geschäftskontext und sind nicht sowas, ja, die gibt es auch noch, wir wissen nicht so genau, was die machen irgendwas mit der Marketingabteilung, keine Ahnung. Wenn wir das so verankern, wird es für alle Entscheider nachvollziehbar, wie SEO auf die Unternehmensziele einzahlt oder auf eine strategische Priorität. Wenn wir das nicht machen, sind wir die was irgendwas machen mit Traffic, sonst sind wir, die machen das, um auf dieses Unternehmensziel einzuzahlen. In dem Fall, okay, wir wollen zusätzlich 2 Millionen organischen Umsatz über die Webseite, das ist das Unternehmensziel und dann klar die Schritte, wie kommen wir dorthin. Wenn wir natürlich so konkreter kommunizieren, als in Sichtbarkeitsindizes, Traffic, bla bla bla, dann sind wir natürlich auch besser bewertbar. Und das ist wahrscheinlich auch oft das, was Marketingleuten Sorgen macht. Deswegen ist es wichtig, von Anfang an Erwartungen fantastisch zu managen durch gute Vergleiche. Und hier sind ein paar Beispiele von grob zu fein. Also manche sind besser, um die Erwartungen grob zu managen, manche sind besser, um das Ganze wirklich dann im Detail. Kommt immer darauf an, mit welchen Entscheider du sprichst. Ein Geschäftsführer interessieren andere Sachen wie einen CMO oder einen Marketingleiter. Okay, grob. Wir vergleichen natürlich, wir schauen uns an, wir sehen uns unsere Konkurrenten an und sagen, wie alt ist dieses Unternehmen, wie alt ist diese Website, wie lange machen die SEO, was machen die für einen Umsatz, was haben die für eine Mitarbeiteranzahl, damit wir nicht, keine Ahnung, wir haben 50 Mitarbeiter und sind ein kleiner Player und vergleichen uns mit einer Firma mit 20.000 Mitarbeitern, ist es realistisch wahrscheinlich eher nicht und so managen wir Erwartungen und auch Ergebnisse. Wenn wir dann ein bisschen runtertauchen, ein bisschen mehr zu feine, detailliertere Sachen, können wir vergleichen, okay, wie viele organische Seiten haben die, was für Backlinks haben die, was für Autorität haben die und um wirklich runterzutauchen in die Details, ist der Vergleich von einzelnen Seiten. Und der Vergleich von einzelnen Seiten ist immer mit Vorsicht zu genießen, kann, wenn man es richtig macht, aber der größte Hebel sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel zeigst, es gibt immer eine Seite, die was ein Geschäftsführer oder ein Marketingleiter besonders wichtig ist und wenn du klar aufzeigen kannst, hey, es ist schön, dass du stolz auf diese Seite bist, aber schau mal, was unsere Konkurrenten da haben und dann sagst, hey, schau mal, das ist unser Ding, darauf sind wir stolz, aber die machen was 10-mal genialer ist, dann ist es sehr viel einfacher, auch Budget, sagen wir mal, loszuschütteln für eine solche Investition, wo du sagst, hey, wir wollen nicht nur aufholen zu denen, sondern wir wollen die auch noch übertreffen. So, und das ist einfach, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Mindset, was ich schon mal in einer Folge vorgestellt habe, wie auch Amazon Sachen macht. Es ist cool, einen gewünschten Output zu haben, aber ich habe oft das Gefühl, dass Output und Input nicht verknüpft wird. Man hat diesen Output, diese Ziele, aber es ist eigentlich nicht klar ersichtlich, wie wir dorthin kommen und deswegen erreicht man dieses Ziel auch nicht. Im SEO ist es prinzipiell nicht so schwierig. Heißt es, ich kann genau den Input planen und das ist das Ergebnis? Nein, es ist im SEO unmöglich, weil zum einen, was machen die Konkurrenten in dieser Zeit, wie entwickelt sich der Algorithmus und wir haben einen Algorithmus, der nicht 100% nachvollziehbar ist. Aber
wir können besser planen, als wir es jetzt machen. Und wenn wir konkreter die Schritte erklären können, dann geht es gar nicht darum, dass das dann genauso ist, weil es ist bei Businessplänen nie so und darum geht es ja nicht, es geht um eine Einschätzung, aber es wird viel nachvollziehbarer für alle Beteiligten, egal auf welcher Ebene. Und das heißt, sagen wir mal, wir haben ein Unternehmensziel, 2 Millionen zusätzlicher organischer Umsatz über die Website. Und wir wissen aus Erfahrung von der Conversion Rate her, okay, dafür brauchen wir ungefähr 300 Leads. Das ist jetzt unter der Annahme, dass natürlich all unsere Leads gleich sind, was nicht der Fall ist, aber über große Zahlen können wir es natürlich bestimmen. Okay, dafür brauchen wir ungefähr aus Erfahrung sagen wir mal, 10.000 kommerzielle Einstiege über Organic, um 10.000 zusätzliche kommerzielle Einstiege über Organic zu kriegen im Vergleich zur Konkurrenz. Von Domain-Rating her sind wir gut aufgestellt, da sind wir absolut konkurrenzfähig. Prinzipiell die Website von der UX her, von der Technik her ist auch sehr gut aufgestellt. Wir müssen eigentlich nur die Keyword-Abdeckung erhöhen, damit wir mehr von dieser Nachfrage, die uns da interessiert, abholen. Dazu müssten wir 15 Landingpages bauen und 10 Ratgeber und diese Sachen würden erfordern, okay, die 15 Landingpages müssen erstellt werden, die müssen gestaltet werden, die müssen dann von Legal gecheckt werden, weil wir sind in einer Branche, wo das zum Beispiel wichtig ist. Und dann haben wir zum Beispiel, okay, das Endergebnis ist Kostenschätzung 60.000 €. Und dann haben wir eine Verknüpfung und klare Schritte, wie wir dorthin kommen. Das heißt, wir haben das Potenzial aufgezeigt, wir zeigen ganz klar, was der Aufwand ist und durch das wir diese Schritte so deutlich gemacht haben, ist auch die Erfolgswahrscheinlichkeit, die wahrgenommene Erfolgswahrscheinlichkeit sehr viel höher als vorher und das Ganze ist nicht bla bla bla, irgendwas intransparent, bla 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 Marketing, sondern es ist sehr konkret, ist beängstigend, aber das wiederum managen wir, durch das wir die Erwartungen von Anfang an auf unterschiedlichen Ebenen toll begleiten, managen, gut einstufen. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Ich hoffe, dir gefallen auch diese strategischen Folgen, wo es eigentlich um Business Skills aus dem Marketing, SEO, Content Marketing Bereich geht. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen natürlich über Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.